Hallo Tamiko-Freunde, hallo liebe Tamiya-Fans. Es gibt mal wieder ein neues Video von uns und heute dreht sich's um Servos. Wir bekommen von euch immer viele Anfragen, welches Servo soll ich in mein Modell einbauen, gerade wenn es hier um diese Vintage-Sachen geht. Das ist ein Hornet Evo, gehen wir später noch drauf ein, eine Lunchbox, hier vielleicht ein M-Chassis zum Beispiel. Soll natürlich meistens für diese Autos auch nicht zu teuer sein. Drum beschränken wir uns heute mal auf Servos unter 20 Euro. Und da gibt es wirklich schon richtig gute. Und man bleibt zwangsläufig, und das sind unsere Favoriten, bei den Servos von Amevi hängen. Unser Lieblingsservo ist das 8,2 Kilo Servo von denen. Das gibt es in ganz schwarz oder mit rotem Kühlkörper. Preis-Leistung einfach mega hervorragend, aber gehen wir die ganze Sache mal durch. Wir haben 4 Servos, die wir euch jetzt vorstellen möchten. 2 sind eigentlich baugleich, unterscheiden sich nur farblich. Aber es geht schon mal los mit wirklich einem einfachen Standard-Servo und das ist dieses hier. Das ist ein 6 Kilo Servo von Amevi, Kunststoffgetriebe, kostet aber dafür auch nur um die 9 Euro. Sehr gut für Standardanwendungen, wie zum Beispiel so ein M-Chassis, wie wir hier sehen, der Mini Cooper, den es ja auch bald wieder geben wird als Mini Cooper Racing. Leistet schon 6 Kilo, was gar nicht so schlecht ist. Viele einfache Servos in der Klasse haben vielleicht nur ein Stellgewicht von 3 Kilo. Das ist aber schon ganz gut und gar nicht mal so langsam, 0,12 Sekunden. Für ein Servo in der Klasse schon sehr ordentlich. Die meisten Servos sind da deutlich langsamer und wirklich perfekt für den absoluten Einstieg. Wirklich für ein Hornet, Grasshopper zum Beispiel, da ist das einwandfrei. Wirklich einfache Anwendungen. Oder wenn ihr ein Schaltservo braucht in einem Tamiya LKW, dafür ist sowas auch absolut top. Also hier unsere Empfehlung. Diese Servos übrigens auch in unseren einfachen Bundles drin. Ihr könnt ja Bundles bei uns kaufen. Ein Tamiya-Klassiker zum Beispiel mit einer FlySky-Funke. Da ist dann auch dieses Servo dabei. Gut und günstig, sage ich einfach mal. Wirklich hervorragend und ist unser Favorit in dieser Klasse. Dann kommen wir zum nächsten Servo. Wenn ihr was für den Crawler-Bereich braucht, Einstieg zum Beispiel, ein Tamiya CC02 ausrüsten wollt, auch noch unter 20 Euro, kostet etwa 18 Euro, hat aber schon richtig Kraft, nämlich 20 Kilo Stellkraft. Und ist gar nicht mal so langsam, wobei es natürlich hier auf Schnelligkeit im Crawler-Bereich nicht ankommt. Kugelgelagert, Metallgetriebe, ist absolut super in dieser Klasse und mein Favorit, wenn man hier wirklich ein günstiges, kräftiges Servo sucht und absolut ausreichend für einen Crawler, der nicht zu schwer ist. Natürlich, wenn ihr heute wirklich einen großen TRX4, TRX6 oder was habt, da würde ich auch ein bisschen mehr empfehlen. Aber wirklich, habt ihr ein MST, ein CC02 und so weiter, absolut perfektes Servo, auch sehr exakt, zentriert sehr gut. Wie gesagt, ihr habt ja auch einen Metallkranz, sehr robustes Servo, Digital-Servo, 20 Kilo Stellkraft, super für ein Geländeauto, wo ein bisschen Kraft gebraucht wird, also perfekt für den Scale Crawler. Findet ihr auch natürlich bei uns im Shop, wie auch das normale Standard-Servo. Das ist das Amevi 5521. Das normale Standard-Servo ist das 4806. Und als nächstes sind wir beim absoluten Lieblingsservo für uns und von uns und Bestseller überhaupt. 8,2 Kilo Stellkraft, sehr schnell. Ich bin immer wieder erstaunt, wie gut dieses Servo geht. Gibt es in schwarz, haben wir hier im Hornet Evo eingebaut und auch mit einer roten Banderole. Kann ich euch mal zeigen. Da ist praktisch nur das Mittelteil anders, aber das Auge ist natürlich mit. Ist dann hier rot eloxiert, wenn man mal ein Auto hat, wo das farblich gut reinpasst, also auch eine tolle Alternative. Ansonsten absolut baugleich hier mit dem Schwarzen. Und die Werte sprechen für sich. 8,2 Kilo Stellkraft, richtig kräftiges Servo, Metallgetriebe, kugelgelagert und eben flott. 0,09 Sekunden bei 4,8.
Volt und bei 6 Volt sind es 0,07. Und das ist ein Servo in der Klasse fast unerreicht. Absolut top. Ich kann euch das mal kurz vorführen. Wir haben hier mal ein kurzes Setup aufgebaut, dass das wirklich sehr ordentlich funktioniert mit unserer 7-Kanal FlySky-Anlage. Das ist wirklich flott. Und man sieht auch, es zentriert sehr, sehr gut. Das hat jetzt ein Tamiya Servo Saver drauf. Und dann mal wirklich zur Erklärung, eben wie die Frage von euch oft kommt, was soll ich für ein Servo nehmen? Ich brauche was Robustes für einen Fighter Buggy, vielleicht hier für so eine Lunchbox, für einen Tameco Offroad Cup, für einen Hornet Evo. Da könnt ihr übrigens in der Fighter-Klasse mitfahren. Der ist dafür geplant. Servo ist sehr schnell, stabil, robust, einfach klasse, zentriert sehr gut und für den Preis einfach genial. Das ist wirklich unsere Empfehlung, wenn ihr ein Auto in der Klasse haben wollt, ein Servo in der Klasse haben wollt, für so ein Re-Release Tamiya, sei es eine Lunchbox oder ein Hotshot, Hornet, Frog. Da ist dieses Servo immer erste Wahl, wirklich unsere Empfehlung. Da braucht ihr gar nicht nachdenken. Wenn ich jetzt wirklich mehr will und wirklich schneller sein will, noch ein bisschen exakter, dann sind wir gleich in der Preisklasse von 40, 50 Euro Minimum. Ist aber eigentlich wirklich nicht nötig. Das ist absolut das Servo, was hier angesagt ist. Ansonsten wirklich für alle Autos, wollt ihr was ganz Einfaches nehmen, ist natürlich das einfache Standard-Servo, das 4806. Absolut empfehlenswert. Aber ich denke, der Preissprung auf das Größere ist schon wirklich zu verschmerzen und sollte man dann immer tun. So, und dann haben wir es eigentlich auch schon. Wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr es natürlich immer an uns wenden. Die Links zu den Produkten sind natürlich hier im Video auch aufgeführt. Findet ihr direkt die Links dazu. Und ich sage einfach mal ciao, ciao, bis zum nächsten Mal. Euer Tameco-Team.